Wie euch wahrscheinlich schon aufgefallen ist, ist die Form immer dieselbe. Sie sind dreieckig und die Spitze zeigt immer nach oben. Außerdem besitzen Gefahrzeichen wegen der Gefahr immer einen dicken roten Rand, weil Rot signalisiert meistens im Straßenverkehr eine Gefahr oder ein Verbot. Im Übrigen sind die Gefahrzeichen so gemacht, dass sie durch ihre leicht verständlichen Symbole möglichst schnell und leicht für jedermann zu verstehen sind. Selbst für diejenigen, die aus dem Ausland kommen sollten oder die eventuell sogar gar nicht lesen können. Die nächste Frage ist jetzt, wie sind die Verkehrszeichen aufgestellt? Ihr könnt damit rechnen, dass wenn ihr innerorts seid, befindet sich das Verkehrszeichen in der Regel immer unmittelbar vor der Gefahrenstelle. Falls ihr außerhalb geschlossener Ortschaften unterwegs sein solltet, weil man hier selbstverständlich ein wenig schneller unterwegs ist, könnt ihr damit rechnen, dass das Verkehrszeichen sich in diesem Fall ca. 150 bis 250 Meter vor der Gefahrenstelle befindet. Weil ihr hier wie gesagt schneller fahren dürft, braucht man selbstverständlich ein wenig mehr Platz, um sich auf die Gefahr einzustellen. So, dann kommen wir zu den ganzen Gefahrzeichen und was sie genau bedeuten. So, ich würde sagen, fangen wir mal ganz am Anfang bei dem ersten Zeichen an. Die Gefahrenstelle. Hier befindet sich eine Gefahrenstelle voraus. Hier ist absolute Vorsicht geboten, Geschwindigkeit verringern und bremsbereit sein. Weil hier im Allgemeinen nur von einer Gefahrenstelle gesprochen wird, habt ihr häufig noch ein Zusatzzeichen, welches die Gefahrenstelle genauer beschreibt. Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts. Kreuzung oder Einmündung, wo die Regel rechts vor links gilt. Ihr könnt bei dem Verkehrszeichen davon ausgehen, dass man schlecht in die rechts vor links einsehen kann. Rechtskurve. Warnt vor einer scharfen Rechtskurve. Die Kurve kann im Verlauf gefährlicher sein als erwartet. Versucht hier langsam, vorsichtig und äußerst weit rechts zu fahren. Doppelkurve. Warnt vor einer Doppelkurve, bei der zunächst rechts gefahren wird. Die Kurve kann im Verlauf gefährlicher sein als erwartet. Geht es langsam an und fahrt möglichst im niedrigen Gang weit rechts. Steigung. Es wird vor einer Steigung gewarnt. Außerdem gibt es an, wie stark die Steigung ist. Achtet hier darauf, dass man bei Bedarf rechtzeitig runterschaltet. Gefälle. Es wird vor einem Gefälle gewarnt. Außerdem gibt es an, wie stark das Gefälle ist. Hier habt ihr einen längeren Bremsweg als in der Ebene. Außerdem kann die Bremswirkung bei längerer Betätigung nachlassen. Schaltet in diesem Fall wieder runter, um die Bremse zu entlasten. Unebene Fahrbahn. Hier wird vor einer unebenen Fahrbahn gewarnt. Außerdem besteht hier Schleudergefahr. Schleuder- oder Rutschgefahr. Warnt vor Schleuder- oder Rutschgefahr bei nasser oder verschmutzter Fahrbahn. Versucht hier scharfes Bremsen, Beschleunigen oder ruckartige Lenkbewegungen zu vermeiden. Fahrbahnverengung. Warnt davor, dass die Fahrbahn enger wird. In diesem Fall auf beiden Seiten. Fahr hier vorsichtig an die Engstelle heran, achte auf Gegenverkehr und lass ihn erst aus die Engstelle herausfahren. Und überhol möglichst nicht. Fahrbahnverengung. Warnt davor, dass die Fahrbahn enger wird. In diesem Fall nur auf einer Seite, in diesem Fall rechts. Hier hat der Gegenverkehr Vorrang. Für den Fall, dass ein Fahrstreifen endet, wird das Reißverschlussverfahren angewandt. Bau- bzw. Arbeitsstelle. Warnt davor, dass auf oder neben der Fahrbahn Bauarbeiten durchgeführt werden. Hier ist damit zu rechnen, dass die Fahrbahn oft dreckig und uneben ist, also somit rutschig. Fahr hier vorsichtig und rechne mit Baumaterial, Baustellenfahrzeugen oder Arbeitern auf der Fahrbahn. Stau. Warnt davor, dass hier erhöhte Staugefahr herrscht. Vorausfahrende Autos könnten hier plötzlich bremsen. Sei aufmerksam und halte immer mehr Abstand. Bremse bei Stau ab und schalte das Warnblinklicht an. Gegenverkehr. Warnt vor Gegenverkehr auf der Fahrbahn und nachts ist mit verstärkter Blendung durch Gegenverkehr zu rechnen. Lichtzeichenanlage. Warnt und kündigt eine Verkehrsampel an. Fußgänger. Hier ist mit erhöhtem Fußgängeraufkommen zu rechnen. Kinder. Es können sich Kinder auf der Fahrbahn befinden. Es ist damit zu rechnen, dass sie unüberlegt auf die Fahrbahn rennen. Also Geschwindigkeit anpassen, immer aufmerksam und bremsbereit fahren. Radfahrer. Warnt davor, dass Radfahrer die Fahrbahn kreuzen können. Hier sollte man auch die Geschwindigkeit anpassen, aufmerksam und bremsbereit fahren. Wildwechsel. Warnt davor, dass Wild sich in der Nähe der Fahrbahn befindet, bzw. die Fahrbahn überqueren kann. Verringere das Tempo und fahr besonders vorsichtig. Falls Wild auftaucht, muss abgeblendet werden. Reiter. Warnt davor, dass Reiter die Fahrbahn kreuzen könnten. Viehbetrieb. Warnt davor, dass in der Nähe Viehbetrieb herrscht.
Hier ist also damit zu rechnen, dass Viehherden die Fahrbahn kreuzen können. Bahnübergang. Warnt davor, dass sich ein Bahnübergang voraus befindet. Fahre hier besonders aufmerksam und passe deine Geschwindigkeit an. Und zum Schluss haben wir noch die Baken am Bahnübergang. Sie weisen auf einen Bahnübergang hin. Die Baken zeigen ihre Entfernung in Metern an. Ein Balken gleich 80 Meter. Und hiervon habt ihr immer 3. Also 240 Meter, 160 Meter, 80 Meter Bahnübergang. So, ihr müsst verstehen, Gefahrzeichen sind in erster Linie dafür da, dass sie im Straßenverkehr Sicherheit geben sollen. Und somit sind sie eigentlich dafür da, Unfälle zu vermeiden. Also verhaltet euch bei den Gefahrzeichen immer so, dass ihr zum einen eine erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag legt und zum anderen gut den Verkehr beobachtet bzw. die Umgebung und die Gefahrenstelle. Außerdem ist wichtig, verringere bzw. passe deine Geschwindigkeit der Gefahrenstelle an. Versuche möglichst eventuelle Ablenkungen abzustellen, wie zum Beispiel laute Musik oder Gespräche mit anderen Beifahrern. Und versuche gegebenenfalls den Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen zu vergrößern. Als nächstes kommen wir zu den